die Evolar Lightboard Session vSAN 8 zusammen mit Lukas Henning von der VMware. Und wir erklären euch heute die Unterschiede zwischen den OSA und der ESA vSAN-Architektur. Ja, da hast du gleich schon zwei super Punkte angesprochen, OSA, ESA. Wir benutzen das mittlerweile, weil wir einfach jeden Tag drüber sprechen. Was bedeutet das eigentlich? Wir von VMware haben ja im letzten Jahr vSAN 8 released, zusammen mit vSphere 8 und haben damit eine komplett neue Architektur ja eigentlich eingeführt. Die Express Storage Architecture, wie du gerade schon so schön abgekürzt als ESA gesagt hast, heißt aber im Umkehrschluss auch, dass vSAN, wie wir es bisher gemacht haben, jetzt unter einem neuen Namen einfach läuft, nämlich unter dem Namen Original Storage Architecture oder, ich unterstreiche es vielleicht mal, OSA oder wie wir dann eben immer sagen, OSA. Und ich meine, du hast jahrelang Erfahrung, gerade im OSA-Umfeld. Vielleicht erklärst du uns einfach mal so ein bisschen, was verbirgt sich dahinter, wie ist das aufgebaut und was sind vielleicht so die Vor- und Nachteile? Ja klar, OSA, ja, Three-Letter-Acronyms, wir leben ja damit, unsere Branche kommt damit klar, deswegen hier auch nochmal aufgeführt. OSA gibt es schon echt recht lange. Ja, ich glaube 2013 war so ein bisschen die Geburtsstunde von vSAN selbst. Und damals hat das noch wirklich keine so richtig ernst genommen. Ja, da kam es noch von der Storage Appliance, war das quasi die Ablöse in Richtung vSAN, das war was Neues. Und die Architektur ist aber trotzdem immer noch hochinteressant und vor allem auch, das heißt nicht, dass die Leute oder die Kunden, die das jetzt im Einsatz haben, dass sie das unbedingt austauschen müssen. Also auch da geht absolut. die Entwicklung weiter. Der grundsätzliche Aufbau von OSA ist so, dass wir pro Host natürlich die Platten drin haben, weil dieses Storage wird hier aus den einzelnen Hosts dargestellt, die zusammen zu einem vSAN-Cluster zusammengefasst werden. Der kleine Aspekt, den wir da drin haben, ist, dass wir mit sogenannten Disk Groups arbeiten. Bei den Disk Groups, wie du sie jetzt hier auch gerade schön am Anzeichnen bist, ist es so, dass es eine Cache Drive gibt. Und die Cache Drive kann bis zu 7 Capacity Drives beinhalten. Das heißt, auch hier sind wir skalierungstechnisch entsprechend flexibel. Der Aufbau, der Minimalaufbau wäre eine Cache Drive und eine Capacity Drive. Das ist so das Minimum und Maximum, wie gesagt, 7 Capacity Drives pro Disk Group. Von diesen Disk Groups können wir pro Host bis zu 5 haben. Das wäre dann so das Maximum. Logischerweise eine Disk Group als Start und ich kann hochskalieren auf bis zu 5 Disk Groups. Genau. Im OSA gibt es auch noch ein paar, ja, ich sag mal, Sachen, wo man dran denken muss. Ja, einmal ist es so, dass das Cache Drive im All-Flash nur ein Write-Buffer darstellt. Das ist ein guter Punkt, ja. Ja. Und gerade bei diesem Punkt sieht man, dass das Cache, also dieser Write-Buffer, auch mitgewachsen ist. Das heißt, hier ist auch die Entwicklung nicht stehen geblieben. In den ersten Versionen waren das 600 Gig und mittlerweile sind wir bei 1,6 Terabyte, die hier voll adressierbar als Write-Buffer pro Disk Group zur Verfügung stehen. Genau. Das ist ein guter Hinweis gerade, weil das ist ja ein Update, das mit vSAN 8 auch für OSA gekommen ist. Und für alle, die das noch nicht wissen, das kann man tatsächlich auch in einem aktiven Cluster umstellen. Geht natürlich wie immer nicht alles per Zauberhand. Genau. Muss man ein bisschen planen, aber wer vielleicht schon größere Crash-Devices hat, der kann das auch heute schon nutzen einfach. Richtig, also teilweise ist es von den Herstellern auch schwierig, kleinere Devices zu bekommen. Da war viel Diskussion immer, warum haben wir denn so große Cache-Drives eingebaut? Ja. Man kann es ja nicht benutzen. Ja, man kann es schon benutzen, es ist ein Soft-Limit, das heißt, man kann über die Updates dann entsprechend die 1,6 TB auch voll ausnutzen. Genau. Failure-Domain ist eine Herausforderung, was man mit dem Design natürlich lösen kann von einem OSA-Cluster, von einem vSAN-OSA-Cluster. Und zwar ist das Cache-Drive selbst eine Failure-Domain, wenn man das so möchte. Das ist ein guter Punkt, ja. Sobald das Cache-Drive ausfällt, sind die Kapazitäten der Capacity-Drives nicht mehr verfügbar. Das ist leider so und deswegen sollte man designtechnisch hier auch drauf eingehen und sagen wirklich, dass man pro Host mindestens 2 dieser Disk Groups entsprechend rein konfiguriert, damit man hier nicht mit diesem einen Device quasi diesen Single Point of Failure generiert aus dem Design heraus. Ja, das ist so eine grundlegende Erfahrung, die sich da gezeigt hat. Gerne auch 3 Disk Groups so, um hier eine höhere Redundanz zu schaffen.
Ein kleines Manko ist dabei, dass das Cache Drive tatsächlich nur ein Cache Drive ist. Das heißt, benutzbare Kapazität ist das in dem Sinne nicht, weil es nur diesen reinen Write-Buffer darstellt. Wir müssen es quasi mit bezahlen, mit kaufen, aber wir können es eigentlich nicht effektiv als Speicherplatz nutzen. Genau. Wo man auch noch ein bisschen drauf achten sollte bei OSA, wo man auch viel mit erreichen kann tatsächlich, im positiven Sinne, ist, dass man hier mit den Visa Policies arbeitet. Ja, und sich das genau anguckt. Wenn man den Cluster neu aufgesetzt hat und hat erst einen Workload drauf, die ersten virtuellen Maschinen, kann man sehr schön nachgucken, welche Maschine nutzt wie viel, auch von der Performance her, und kann dann über die Policies es entsprechend einstellen. Das heißt, dieses Policy-Based Management, was VMware hier schon von Anfang an mit eingeführt hat, habe ich in der Vergangenheit öfters bei Kunden gesehen, dass das gar nicht so etabliert ist. Ja, was mich wundert. Das ist, wie wenn man mit dem Auto 6 Gänge hat, aber nicht über den zweiten Gang hinauskommt. Das heißt, da lohnt es sich tatsächlich bei OSA mal reinzuschauen. RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, je nach Konfiguration stehen verschiedene RAID Erasure Coding Level zur Verfügung. Und das macht auch Sinn, sich da Gedanken zu machen, weil da kommt entsprechend viel Performance raus oder Redundanz entsprechend. Wollen wir mal zum Neuen gehen, zum heißen Scheiß, wie man so schön sagt. Der heiße Scheiß. Der heiße Scheiß, was wir eigentlich mit Visan 8 ja dann jetzt neu auf den Markt gebracht haben. Und wie gesagt, beides existiert jetzt weiterhin parallel für die Zukunft, ist aber die Express Storage Architecture, ESA oder ESA, wie wir hier auch gerne sagen. Die Amerikaner sagen immer the ESA, weil es ja the Express Storage Architecture ist. Ja. Wir sagen halt gerne einfach ESA. Hat sich einiges Grundlegendes geändert. Also wir bleiben natürlich bei dieser groben Struktur, deswegen haben wir auch die Server da hingemalt. Wir sind also immer noch bei Server, die ein Cluster bilden zusammen. Allerdings, das, was wir hier bei OSA haben mit den Diskgruppen, das existiert so nicht mehr. Wir haben natürlich weiterhin Disks in jedem Host. Allerdings sind die nicht mehr unterteilt nach Cache Capacity, sondern die sind alle technisch und logisch identisch und bilden eben zusammen einen sogenannten Storage Pool. Und technisch und logisch heißt in dem Fall eben genau das. Das heißt, es sind im besten Fall die gleichen Devices. Ne? Sollte zumindest was Kapazität und die Performance-Klasse angeht, sollten sie identisch sein. Heißt nicht, dass es jetzt der gleiche Hersteller sein muss, das kann ich also mischen. Aber wenn ich mit 3,2 Terabyte anfange, mache ich damit im besten Fall auch weiter. Man kann das auch... Pro Pool? Pro Pool, ja, man kann es auch heterogen machen. Allerdings, wir wissen das auch von früher schon, heterogen bringt im Zweifelsfall unnötige Probleme. Also bleiben das ist mehr Theorie als Praxis. Genau, wir bleiben am liebsten eigentlich homogen. Also technisch sind sie identisch und ganz wichtig, logisch sind sie identisch. Wir haben also keinen Write-Buffer mehr, wir haben kein Capacity mehr, sondern alle Disks jetzt in diesem Pool sind gleichermaßen an Read- und Write-Operationen beteiligt. Ich kann also viel, viel mehr parallelisieren und kann man sich schon ein bisschen vorstellen, wenn wir hier Writes über Caches parallelisieren können. Hier können wir es über Disks parallelisieren. Du hast hier ganz gut mit 4 angefangen in deinem Bild. Wir können aktuell bis 24 pro Server. Kann man sich schon vorstellen, 24 und dann sind das alles NVMe-Devices, die also auch sehr, sehr schnell sind. Und davon 24 in einer Node und wir können alle parallel benutzen, dass wir eine ganz andere Performance hinbekommen. Ich spoiler vielleicht an der Stelle schon mal, wir wollen ja vielleicht noch ein anderes Video oder zeigen in einem anderen Video auch noch, was das dann tatsächlich bedeutet auf der Straße. Aber ganz, ganz wichtig vorneweg vielleicht, wenn wir so ein bisschen den OSA-ESA-Vergleich machen, du hast das gerade gut gesagt mit den Policies, die haben wir natürlich weiterhin. Allerdings, dadurch, dass der Cluster viel mehr Performance zur Verfügung hat, hat sich eins so ein bisschen geändert. Vorher hast du eben gesagt, man muss so ein bisschen überlegen, welche Policy mache ich wofür. Ne? Wir haben mal gesagt, RAID 1 für Performance, RAID 5 für mehr Effizienz, RAID 6, wenn ich Effizienz und Ausfallsicherheit haben will. Aber man merkt da schon eine Abstufung. Das ist bei ESA bei weitem nicht mehr so schlimm, dass man jetzt da groß wählen muss, weil zum einen der Cluster viel mehr Performance hat und das Erasure Coding, also unser RAID 5 oder RAID 6 Äquivalent, ist der neue Standard. Ja, also die Default Policy im ESA, je nachdem wie viele Nodes ich habe, ist eben RAID 5, RAID 6 als Standard und du schreibst es da gerade schön hin, es gibt das sogenannte Auto-Policy-Feature.
Das heißt, vSAN überprüft jetzt auch in regelmäßigen Abständen, hat sich die Cluster-Konfiguration geändert. Das macht er natürlich am Anfang einmal, wenn ich den Cluster baue, aber auch im laufenden Betrieb, weil Nodes dazugekommen sind, und prüft, passt denn meine Policy noch zu meiner Hardware, und schlägt dann auch Alternativen vor und sagt dem Admin auch ab und zu mal, hier, schau doch mal auf deine Policy, die ist vielleicht gar nicht optimal. Vielleicht willst du lieber ein RAID 6 machen, weil du hast genug Hosts im Cluster. Geht das auch rückwärts? Das heißt, ich habe einen Ausfall von einem Host und er stellt fest, okay, ich muss da was ändern? Ja, absolut. Guter Punkt. Geht in beide Richtungen, denn das läuft über die ganz normalen Health-Checks mit. Das heißt, macht der Cluster einen Health-Check, prüft er das auch mit und gibt auch dann im Skyline die entsprechende Warnung, also nur eine Warnung erstmal, aus und sagt dem Admin, guck's dir mal an. Wir machen es natürlich nicht automatisch, weil das lassen wir beim Admin. Wir wollen ja nicht in die Infrastruktur aktiv eingreifen, ne? Aber es gibt eben regelmäßig den Hinweis, schau doch mal, ob das noch Sinn macht oder ob es vielleicht viel, viel sinnvoller ist, eine andere Policy zu nehmen. Ne? Dann vielleicht der nächste wichtige Punkt, ich habe es eben schon mal gesagt, durch die mehr Performance, die wir haben und diese höhere Parallelisierung und durch einen sehr, sehr geschickten I/O-Pfad, den wir mit ESA eingeführt haben, können wir eben jetzt RAID 5 und RAID 6 auch wirklich als Default nehmen. Das ist ein großer Unterschied zu vorher, wo wir das eben, wo wir eher gesagt haben, oder RAID 1, der Spiegel als Standard, einfach um die Performance zu haben. Also bei den Policies mit RAID 5 und RAID 6, da hat mir hier die größere Performance, aber ich sehe auch einen Vorteil der Fehler-Domains. Das heißt, ich habe natürlich hier wesentlich mehr Drives zur Verfügung. Richtig. Und du hast zum einen mehr Drives zur Verfügung, das ist richtig. Und es wird noch viel, viel besser, denn dadurch, dass wir diese Abhängigkeit vom Cache-Device, die du eben uns hier erklärt hast, nicht mehr so haben, ist auch die Fehler-Domain kleiner geworden, denn die Fehler-Domain ist jetzt eine einzelne NVMe. Du hast eben gesagt, wenn uns hier eine Cache-Disk ausfällt, dann fällt immer die gesamte Disk-Gruppe aus, entsprechend hoch ist der Impact. Bei ESA ist das nicht mehr so, die einzelne NVMe ist jetzt die Fehler-Domain und das heißt, wenn eine NVMe ausfällt, dann fällt auch wirklich nur eine aus und das ist auch der einzige Impact, den sie hat. Wir haben also weniger Daten, die wir wieder resynken müssen im Backend, die Daten, die betroffen sind, sind viel, viel kleiner und die Resyncs sind auch viel, viel schneller. Also wenn wir bei unserem Modell hier bleiben, wie wir es gezeichnet haben, sind wir jetzt halt bei 4 Disks quasi pro Host. Das heißt, in Summe haben wir hier 12 Disks zur Verfügung. Richtig. Das heißt, wenn hier etwas passiert, ist es ein 1/12, was davon betroffen ist. Genau. Und auf der OSA-Seite, wenn wir das Cache Drive jetzt nehmen, Murphy's Law, natürlich fällt das Cache Drive aus. So ist es. Da ist die Disk Group des Failure-Domain. Das heißt, da sind wir bei schon einem Drittel an Ausfall. Richtig. Das ist ja schon immens. Ja. Und wenn man jetzt eine Risikobetrachtung machen würde, dann kann man sich so ein bisschen ausrechnen, wie viele Neuen wir hier mehr an Verfügbarkeit haben, allein durch diesen kleinen Punkt. Ne? Netter Nebeneffekt von dem, dass wir weggehen von Disk Groups hin zu eben diesem Storage Pool, heißt auch, wir können auch granularer wachsen. Wir können nämlich hier auch wirklich auf pro NVMe-Ebene wachsen und können aus 4 an 5 machen, aus 5, 6 und so weiter und müssen nicht mehr in Disk-Gruppen. Ja klar, irgendwann ist die Disk Group mit ihren 7 möglichen Drives voll und dann brauche ich wieder eine Cache Drive dazu, was natürlich monetär auch wieder so ein Thema ist. Aber wo wir da gerade sind, monetär, wir haben hier einen Cache Drive, das ist nur Cache Drive. Richtig. Hier sind alle NVMEs als Capacity Drives im Einsatz. Das heißt, wir haben hier auch von der Effizienz her, vom Kosten-Nutzen-Faktor natürlich auch einen ganz anderen Level. Auch wenn viele immer sagen, ESA All NVMe ist teuer, aber ich glaube, da steckt es wirklich im Detail, auch vom Sizing her, das wirklich zu differenzieren, weil wir hier eben auch NVMEs brauchen, beziehungsweise All-Flash Drives oder Flash Drives, die ja keine Capacity bringen. Ja, genau. Und das haben wir ja auch gerade gesehen in den paar Beispielen, die wir vielleicht auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit schon durchgerechnet haben. Ja. Vor einem Jahr war ESA durchaus teurer. Die Hardwarepreise haben sich verschoben, NVMe's sind günstiger geworden, es sind neue Servergenerationen rausgekommen und wir sehen ganz oft, auch wenn die Hardware erstmal teurer aussieht, ist sie oft gar nicht. Das ist vielleicht noch ein guter Punkt, wenn wir schon über die Hardware sprechen. Für ESA brauchen wir neue Hardware. Wir können also nicht von OSA zu ESA wechseln. Das ist also kein In-Place-Update oder Upgrade, sondern ESA hat eigene Hardware-Anforderungen, deswegen All NVMe. Wir gehen im Netzwerk höher, das wäre vielleicht noch ein guter Punkt. Also 25 Gigabit ist das neue 10 Gigabit, wenn man so will. Wir unterstützen mittlerweile auch 10, aber wer es wirklich nutzen will, ab 25 Gigabit. Ja, gut, die Power von den NVMe-Drives, die muss ja auch übertragen werden. Wir haben ja hier ein RAIN, also ein Redundant Array of Independent Nodes. Das ist über das Netzwerk miteinander verbunden. Das ist, das ist durchaus nützlich. Ja, ich denke, damit haben wir ganz gut zusammengefasst, was wir im vSAN jetzt im vergangenen Jahr an großen Neuerungen, was die Architektur angeht, released haben, auf den Markt gebracht haben als VMware
Und ich glaube, wir haben noch ein bisschen mehr geplant, also wer weiter gucken möchte. Wir haben noch ein paar Ideen, was man alles noch erklären kann, aber für den Unterschied zwischen OSA und ESA, also Original Storage Architecture und der Express Storage Architecture, ist das, glaube ich, gut erklärt. Und wenn noch weitere Fragen sind, soll man sich einfach bei uns melden. So sieht's aus. Danke. Ich danke dir. Ich kann mich für die Einladung bedanken. Das kannst du zum Schluss machen.